Ich grüße dich, liebe Seele. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Wollen wir gemeinsam reflektieren, wie Film 1 auf dich gewirkt hat? Lasse uns hierzu verschiedene Möglichkeiten in Betracht ziehen, ohne sie bewerten zu wollen. Denn es gibt kein richtig oder falsch und kein besser oder schlechter. Vielleicht hast du ihn kurz angeschaut und wartest immer noch auf den geeigneten Augenblick, einen neuen Anlauf zu nehmen. Vielleicht bist du auch während des Schauens eingeschlafen. Vielleicht hat auch deine Konzentration nachgelassen und du hast dich überfordert gefühlt. Vielleicht hast du ihn auch schon mehrmals geschaut und entdeckst immer wieder was Neues. Vielleicht wartest du ja auch schon auf Film 2. Liebe Seele, es ist vollkommen egal. Es sind die Wiederholungen, auf die es ankommt. Sie wirken nachhaltig auf das Bewusstsein deiner Zellkinder ein. Eines solltest du bei allen Möglichkeiten berücksichtigen. Du weißt doch schon alles. So versuche dich ab jetzt lediglich zu erinnern. Aber versuche meine Worte nicht 1:1 zu verstehen. Das ermüdet deinen Verstand. Lasse meine Worte einfach durch dich durchfließen, ohne Anstrengung und ohne Bemühen. Nehme sie mit deinem Herzen auf. Mehr braucht es nicht. Denn dein Herz weiß schon alles und möchte sich erinnern lassen. Du darfst dich so wahrnehmen, wie du es gerade fühlst, ohne etwas verändern zu wollen. Es geschieht alles ganz wie von selbst. Es braucht für die Bewusstseinsveränderungen deiner Zellkinder Nachhaltigkeit durch Wiederholung und Vertiefung. Und so wirst du auch den zweiten Film erleben. In den ersten Kapiteln wirst du vieles noch einmal hören und sehen, was du schon kennst. Und das ist gut so. Denn jede Wiederholung ist wertvoll und geht tiefer und zeigt dir immer mehr Facetten deines Seelenplans auf. Ich grüße dich, liebe Seele. Ist deine Neugierde, deine Sehnsucht auf mehr geweckt? Dann lasse uns einen Schritt weitergehen. Lasse uns noch tiefer eintauchen in das Mysterium des Lebens. Eintauchen in das Mysterium des wahren Geistes. Und erinnere dich zunächst. Du kommst aus dem Meer der Liebe. Du bist bereits alles. Du weißt bereits alles.
Du musst dieses Leben nicht neu erfinden. Es ist alles immer schon da. Und daraus kannst du schließen, dass auch immer alles richtig und gut ist. So wie es kommt und wie es sich zeigt. Nun ist dir bewusst, du bist göttlichen, geistigen Ursprungs. Du bist Geist vom Gottesgeist. Und dir ist auch bewusst, dass du da, woher du kommst, keinen physischen Körper hast. Und alles, was du weißt, nicht wirklich erfahren und erfühlen kannst. Erinnere dich, als du dich gefragt hast, und was mache ich jetzt mit diesem ganzen Wissen? Und so hast du dich aus höchsten Höhen, im höchsten Schöpferbewusstsein, selbst entschieden, einzutauchen in die Welt der Erscheinungen, in die Welt der Erfahrungen, um letztendlich all das zu erleben, zu erfahren, zu erspüren, zu erfühlen, was du in den lichten Welten bereits alles schon bist und weißt. Liebe Seele, erinnere dich. Erinnere dich. So sei dir bewusst, dass du sie selbst getroffen hast, diese Wahl, das Experiment Mensch anzunehmen, und das nur aus einem einzigen Grund. Ja, du möchtest alle, aber auch wirklich alle Erfahrungen machen, die das Menschsein zu bieten hat. Und das in dem Wissen, es gibt hierin keine Unterscheidung zwischen richtig und falsch, gut oder böse, sondern es geht nur um die reine Erfahrung. Und da du diese Erfahrungen ja nicht alleine machen kannst, gehen andere gleichzeitig mit. Sie sind die Erfüllungsgehilfen. Und manchmal spielen sie für dich dann auch die Rolle des Arschengels. Ja, so ist es. Und erinnere dich, ihr seid alle aus der puren Liebe zueinander bereit gewesen, diese Rollen füreinander und miteinander zu spielen. Und stelle dir vor, dann geht ihr alle durch den Schlei des Vergessens, aus gutem Grund. Denn ihr wollt diese Welt hier ja so real wie möglich erfahren. Ja, es erscheint wirklich wie ein Paradox. Einerseits weißt du nun, diese Welt hier ist pure Illusion. Und auf der anderen Seite
möchtest du in dieser Illusion reale Erfahrungen machen. Und du weißt mittlerweile auch, wie diese Illusion hier entsteht. Sie entsteht dadurch, weil du als Gott, als dieses höchste göttliche Bewusstsein, dir einen Körper wählst, der dir dient, diese Erfahrungen zu machen. Und dieser Körper existiert in der Welt der Illusionen nur auf Zeit. Dein Körper entsteht und er vergeht. Du jedoch mit deinem ewigen Sein tauchst ein in diesen kleinen Körper. Du inkarnierst in ihn, hauchst im Leben ein und besitzt ihn so lange, wie du ihn benötigst, um deine selbstgewählten menschlichen Erfahrungen zu machen. Und dann verlässt du ihn wieder. Der Körper, deine Zellkinder, dein Ego, sie sterben dann. Denn mit deinem Austreten entziehst du ihnen die Lebenskraft. Ohne sie ist ein Weiterleben nicht möglich. Du jedoch als ewiges und unvergängliches Bewusstsein existierst weiter. Und so halten wir noch einmal fest. Du als göttliches Wesen hast einen Körper, aber du bist nicht dieser Körper. Bei näherer Betrachtung wissen wir bereits, dass dein Körper aus Billionen von Zellen besteht. Wir nennen sie liebevoll Zellkinder. Deine Zellkinder sind auf das Überleben konditioniert. Alles, was ihnen unsicher erscheint, was ihnen Angst macht, wo sie eine Gefahr wittern, reagieren sie instinktiv mit einem Kampf-Fluchtverhalten. Welch geniale Voraussetzung, als Gottesbewusstsein in diesem Körper alle nur erdenklichen, alle nur möglichen Erfahrungen zu machen. Und wir werden dieses Erleben der Zellkinder nun aus einer neuen Perspektive heraus betrachten, damit die anfängliche Identifikation, die dein schlafender Geist mit dem physischen Körper auf geniale Weise eingegangen ist, sich wieder lösen kann und eine neue Betrachtungsweise entstehen kann. Zu diesem Zweck nimm Platz in der Hollywood-Schaukel. Stelle dir vor, du hast es dir bequem gemacht und aus einer höheren Perspektive heraus schaust du nun auf diesen kleinen Körper. 5 Jahre ist er in unserem Beispiel. Und du
greifst nicht ein. Du schaust nur zu, du erkennst, dass dein kleiner Körper ein Eigenleben hat. Du hast schon bereits gelernt, wie deine Zellkinder funktionieren. So auch, dass sie alles glauben, was sie sehen, was sie wahrnehmen und was sie hören. Weil sie nicht unterscheiden können zwischen Illusion und Realität. Und so reagieren sie instinktiv auf alles, was ihnen begegnet, was auf sie einwirkt. Und entweder fühlen sie sich wohl oder aber sie ziehen sich zurück. Und eben weil sie so reagieren, wie sie empfinden, verdankst du es deinen Zellkindern, dass du es miterleben kannst. Erkenne hier noch einmal den Unterschied. Deine Zellkinder erzeugen und erleben hier ihre Dramen, je nachdem, wie sie ihre Umgebung wahrnehmen. Bist du noch nicht erwacht, dann wirst du dich durch die Ich-Identifikation mit dem Körper noch im Ego befinden. Das Ego gehört zu dieser Welt und ist somit Teil dieser Illusion. Dann erlebst du Freud und Leid in allen Tiefen so real mit, als wärst du es selbst, der das alles erlebt. Das ist der geniale Schachzug der Schöpfung. So erklärt sich der Seelenplan von selbst. Der Seelenplan ist wie ein Navi zu sehen. Er ist ein Programm, der sich auf deine Zellkinder legt. Dadurch, weil die Zellkinder alles für wahr halten, erzeugen sie selbst ihre illusorische Weltanschauung, geprägt und konditioniert durch die energetischen Einflüsse ihrer Umgebung. Mit zunehmendem Erwachen in dein wahres Gottesbewusstsein wirst du das Spiel durchschauen und deine Identifikation mit deinen Zellkindern beenden. Dann wirst du in den Lebensabschnitten, in denen es dir schon möglich ist, im erwachten Bewusstsein zu bleiben, unberührbar daran teilnehmen. Dann siehst du keinen Sinn mehr darin, auf die selbstgewählten Herausforderungen zu reagieren. Das ist Meisterschaft. Du erreichst deine Meisterschaft in dieser Inkarnation, indem du durch die Macht der Liebe alle deine selbstgewählten Lebensherausforderungen meisterst.
Aus der Position der Hollywood-Schaukel ist es dir jetzt möglich, all das noch einmal differenzierter wahrzunehmen, was wir zum Teil ja schon angesprochen haben. Was schon erlebt wurde, wenn es darum geht, dass deine Zellkinder durch den Türspalt schauen. Und so mache es dir in deiner Hollywood-Schaukel bequem. Beobachte, wie sich dein kleiner Körper, deine Billionen Zellkinder durch diese Welt bewegen, Eindrücke aufnehmen und darauf reagieren. Beobachte, wie einseitig sie eine Lebenssituation wahrnehmen. Wie sie dann auf ihr Umfeld reagieren, einer Sinnestäuschung verfallen und daraus ihre Dramen erzeugen. Und achte darauf, dass du dich dabei nicht mit ihnen identifizierst. So erkennst du die Dramen, die nicht durch dich, sondern durch deine Zellkinder erzeugt werden. So wie es deine selbstgewählte Rolle im Seelenplan vorsieht. Erinnerst du dich noch an deinen Schutzengel? Ich habe beschützend deine Hand genommen. Und so bist du mit mir auf die Suche nach Mama gegangen. Erinnerst du dich? Du hast sie an einem Ort gesucht, an dem du sie alleine und ungestört vorfinden kannst. So erinnere dich wieder an diesen Raum, daran, wie du durch den Türspalt geschaut hast. Vielleicht war es bei dir auch ein Ort draußen und du stehst gerade hinter einem Baum oder einer Hausecke. Erinnere dich, wie du Mama heimlich beobachtet hast bei dem, was sie gerade tut. Du solltest tief durchatmen, dich entspannen und alles loslassen, was dich belastet. So auch alle Ängste und alle Vorbehalte. Dann habe ich zu dir gesagt, werde neugierig. Schaue nur neugierig auf Mama und schaue, was sie gerade tut. Und das einzige Gefühl, was dich jetzt durchdringt, ist Neugierde auf das, was Mama gerade tut. Vergiss nicht, dass du immer noch in der Beobachterrolle in deiner Hollywood-Schaukel sitzt und lediglich miterlebst,
wie sich deine Zellkinder verhalten und wie sie reagieren. Erinnerung an den Türspalt. Erinnere dich noch einmal daran, ob sie wirklich glücklich ist, wie ihr Gemütszustand ist, ob sie zufrieden mit ihrem Leben ist, ob sie das lebt, was sie gerne leben würde. Ist sie gesund? Ist sie psychisch stabil? Lasse das jetzt mal wirken und spüre, ob sich das gerade sehr bedrückend anfühlt für deine Zellkinder. Beobachte, wie sich eine Energiewolke von Mama löst, wie sie sich deinen Zellkindern nähert und wie sie sich wie eine zweite Haut auf sie legt. Lasse den Zellkindern Zeit. Fühle, was diese Energie mit ihnen macht. Und nun stehen sie vor einer Wahl. Gehen sie nun rein zur Mama? Bleiben sie noch etwas im Türspalt stehen? Oder weichen sie zurück und tauchen weg? So lasse uns die Wahlmöglichkeiten etwas genauer anschauen, mit ihren entsprechenden Wirkungen auf die Zukunft. Hier sprechen wir schon über die Geburtsstunden möglicher Prägungen, die entscheidend die zukünftigen Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften mitbestimmen werden. Halten wir hier noch einmal fest. Du hast dir aus geistiger Sicht die beste und prädestinierteste Mama ausgesucht, die du dir auch nur hättest aussuchen können. Und du wusstest, dass allein deswegen, weil sie so ist, wie sie ist, dass sie dadurch mit ihrer Ausstrahlung in der Lage sein wird, in deinen Zellkindern eine Illusion und Täuschung auszulösen. Nun ist sie da, die Wolke, energetisch aufgeladen mit den Gefühlen und Emotionen von Mama. Und sie legt sich wie eine zweite Haut auf deine Zellkinder. Nun gehen sie im wahrsten Sinne des Wortes in Deckung und ziehen sich zurück. Erinnere dich.
Deine Zellkinder können nicht unterscheiden zwischen Illusion und Realität. Sie kennen nur zwei Zustände in ihrer Wahrnehmung. Entweder fühlen sie sich sicher oder aber sie bekommen Angst. Nun ist es wichtig, dass du dich nicht mit ihnen identifizierst, wenn ich sage, deine Zellkinder entwickeln hier gerade ein Drama. Mama ist, wie sie ist. Sie ist in dem Sinne keine wirkliche Gefahr, noch eine Bedrohung. Sie spielt nur ihre Rolle. Ihr Zustand wird jedoch von deinen Zellkindern als unangenehm empfunden und so ziehen sie sich zurück. Das bedeutet, sie werden Mama wohl aus dem Weg gehen. Sie fühlen sich in ihrer Gegenwart unsicher und werden versuchen, sich vor ihr zu schützen. So erschaffen sie energetisch eine unsichtbare Schutzwand zwischen ihnen und Mama. Nicht sichtbar und dennoch spürbar. Und wenn diese von Mama wahrgenommen wird und sie weiß gar nicht, was wirklich mit dir los ist, aber irgendwas spürt sie ja, so kann das ein Drama in ihren Zellkindern auslösen. Möglicherweise bekommt sie jetzt Angst und sie fragt sich, was ist mit meinem Kind? Was ist mit meinem Kind? Bin ich eine schlechte Mutter? Bin ich eine schlechte Mutter? Bin ich nicht gut genug für mein Kind? Warum weicht es mir aus? Und so erklären sich zukünftige Verhaltensmuster der Mutter, wenn sie aus deinem Rückzug in sich die Angst entwickelt. Ich verliere hier mein Kind. Dann werden ihre Zellkinder vielleicht Schuldgefühle entwickeln. Aus diesen Schuldgefühlen heraus wird sie dann etwas tun, was dir als Kind gar nicht gut tut. Und vielleicht versuchst du dich gerade zu schützen. Gehst in dein Zimmer, schließt die Tür hinter dir, um allein zu sein. Und Mama kommt hinter dir her. Denkt, sie müsste jetzt irgendwas Gutes für dich tun. Und genau das kommt bei dir gar nicht gut an. Dann wirst du vielleicht sauer. Und das macht es noch schwieriger. Das Drama wird immer größer. Und je mehr Mama versucht, desto mehr kommst du unter Druck und machst immer mehr zu. Und so erklärt sich der nächste Schritt von selbst. Weil dir aus der Perspektive der Hollywood-Schaukel bewusst ist, wer du bist und woher du kommst. Es verbindet dich vom Ursprung nur Liebe mit Mama. Nun stellen wir uns vor, dass du dich mit diesem hohen Liebesbewusstsein in das Erfahrungsspiel deiner Zellkinder einmischst. Du motivierst deine Zellkinder und sagst, kommt mit, wir gehen jetzt mal zu Mama rein und stellen uns einfach hin und strahlen sie an. Und deine Zellkinder machen mit, aber bleiben dennoch
argwöhnisch. Und diese Schutzwand, die sie dann hochgezogen haben, ist vielleicht ja immer noch da, weil sie misstrauisch sind, weil sich das Urvertrauen zu Mama nicht aufbauen konnte. Wenn es dir nun gelingt, deine Zellkinder zu motivieren, dann stehst du mit ausgebreiteten Armen vor Mama und strahlst sie an. Angenommen, Mama wendet sich dir zu und lächelt glücklich. Nun könnte Folgendes passieren. Sie bleibt wie angewurzelt stehen, möchte gerne kommen, kann aber nicht, weil sie auf unbewusster Ebene den Widerstand deiner Zellkinder spürt. Wenn dies der Fall sein sollte, dann steht ihr euch jetzt gegenüber. Du mit ausgebreiteten Armen, strahlend, liebend, warmherzig und wartest darauf, dass Mama kommt und dich in den Arm nimmt. Auch Mama steht da und strahlt ebenfalls, aber bleibt irritiert stehen. Nun lasse uns einen Versuch wagen. Sprich sie laut an und sage zu ihr: Mama, ich bin jetzt bereit, mich auf deine wahre, ursprüngliche Liebe einzulassen. Ich lasse jetzt alle Vorbehalte, Ängste und Widerstände los. Ich nehme alle Schutzschilder hinweg, vertraue dir blind und werde vor dir butterweich. Mama, ich fließe vor dir dahin und bin ganz weich, ohne jeglichen Widerstand. Nun kann Mama kommen und dich in ihre Arme nehmen. Ich bitte dich darum, das wirklich aus der Sicht der Hollywood-Schaukel zu sehen. Behalte die Klarheit im Schöpferbewusstsein aufrecht. Du erlebst lediglich mit, was deine Zellkinder auslösen und fühlen. Aber identifiziere dich nicht damit. Erkenne, deine Zellkinder haben dieses Drama in Mamas Zellkindern ausgelöst, indem sie sich von Mama zurückgezogen haben. Sie bekamen Angst vor deiner möglichen Kritik und Zurückweisung, etwas falsch zu machen oder nicht gut genug zu sein. Das hat Mama in die Irritation geführt und erklärt ihr zögerliches Verhalten. Ihre Zellkinder haben diese unsichtbare Barriere gespürt und konnten sie nicht überwinden. Jedoch in dem Moment, wo deine Zellkinder bereit sind, auf Mama zuzugehen und butterweich werden, lösen sich die Dramen auf beiden Seiten auf.
Wenn wir hier über dein Selbstbewusstsein, deinen Selbstwert sprechen, dann ist das alles mit Sicherheit nicht so hoch angelegt. Wenn du dir vorstellst, deine Zellkinder ziehen sich zurück. Aber was geschieht jetzt? Wenn du dastehst, nur Liebe ausstrahlst, bereit bist, alle Widerstände aufzugeben gegen Mama und sie dann sich dir zuwendet, dich anlächelt und sie von sich aus auf dich zukommt und dich liebevoll, herzlich in den Arm nimmt, dann überprüfe hier jetzt nochmal deinen Selbstwert, dein Selbstbewusstsein und werde dir hier bewusst, du hast nicht dein Zimmer aufräumen müssen, den Müll entsorgen müssen oder sonst irgendeine Leistung erbringen müssen, um diese Zuneigung von Mama erstmal zu verdienen. Nein, nichts dergleichen. Fühle das gerade mal. Allein deine Präsenz und deine göttliche, liebevolle Ausstrahlung genügen, dass Mama von ihrer Arbeit absieht, sich dir zuwendet und auf dich zukommt. Und die einzige Barriere, die noch da war, stammte von deinen Zellkindern. Als diese jetzt weg ist, kommt Mama in einer Selbstverständlichkeit auf dich zu. Nimmt dich herzlich und wie selbstverständlich in ihre Arme. Nun bekommen deine Zellkinder all das, was sie sich so sehr ersehnt haben. Du als Kind, noch nicht erwacht, deinen Zellkindern wie ausgeliefert, noch identifiziert mit ihnen, wusstest nicht, dass sie genau das, was du dir so sehr gewünscht hast, durch dieses Drama vereitelt haben. Und du sitzt immer noch in deiner Hollywood-Schaukel und beobachtest verwundert deine Zellkinder und deren Verhalten. Lasse uns nun einmal den Fall annehmen, deine Zellkinder ziehen sich nicht zurück, sondern sie bleiben am Türspalt stehen. Sie beobachten weiter und sind unentschlossen. Sie hadern mit sich selbst und fühlen sich unsicher. Sie sind unfähig, eine wirkliche Entscheidung zu treffen. Und so können sie weder reingehen, noch können sie sich zurückziehen. Ihre Gefühlswelt ist ambivalent. Dieses Hadern kann zu einem Muster führen. Liebe Seele, gehst du mit diesem Erleben gerade in Resonanz? Dann könnte das erklären, warum du dich im Laufe deines Lebens sehr unentschlossen erfährst und es dir schwerfällt,
Entscheidungen zu treffen. Da du mit dir selbst haderst, entsteht ein unangenehmes Gefühl, ein Druck. Ja, und du weißt nicht, was du tun sollst. Diese Erfahrung der Unentschlossenheit am Türspalt legt sich wie ein Programm auf deine Zellkinder. Und das kann mit zunehmendem Alter zu großen Herausforderungen führen. So können Menschen deine Unentschlossenheit ausnutzen. Möglicherweise bist du durch diese Prägung nicht so gut geschützt gegen Manipulation und Narzissmus. Dann gerätst du leicht in die Opferrolle. Und du sitzt immer noch in deiner Hollywood-Schaukel und beobachtest neugierig deine Zellkinder. In diesem Fall entscheiden sie spontan, sie möchten reingehen. Und wenn du hier ihre Motivation überprüfst, warum wollen sie denn jetzt reingehen? Da kam doch ursprünglich eine so beunruhigende Wolke auf sie zu. Dann wird dir dieses Mal bewusst, dass sie den Zustand von Mama gar nicht ertragen können, dass es ihnen eher Unbehagen bereitet, wohlmöglich Angst macht, Mama so zu erleben und sich abzuwenden. Dann ist der Rückzug sowie ein Innehalten keine Option für sie. Dann müssen sie reingehen, um Mama aufzumuntern, sie abzulenken, sie zu erfreuen, um diesen bedrückenden Zustand zu beenden. Beachte hier, dass sie sich selbst auch besser fühlen, wenn es Mama besser geht. Vielleicht kannst du schon vermuten, wie anstrengend das vielleicht werden könnte. So auch, dass diese Anstrengung irgendwann mal zu viel werden könnte und in einer Erschöpfung endet. Dann werden sich deine Zellkinder zwangsläufig zurückziehen müssen, wenn ihre Energie alle ist. Das führt sie in eine Erschöpfung. Und so werden sie sich wie in einer Kurzschlusshandlung plötzlich von Mama abwenden müssen, weil sie es nicht mehr aushalten. Sie haben ihre Ressourcen aufgebraucht, zu viel gegeben und wenden sich abrupt von Mama ab. Bei Mamas Zellkindern löst das eine große Irritation aus. Mamas Zellkinder verstehen das nicht, wenn es in einer Situation geschieht, die sie nicht verstehen. Mama kann sich das gar nicht erklären. Sie weiß nicht, warum du dich plötzlich so abrupt abwendest. Vielleicht auch ärgerlich reagierst. Vielleicht auch etwas kaputt machst, weil dein Nervensystem blank liegt und du dich dann zurückziehen musst, um dich zu schützen. Wenn das geschieht, dann werden deine Zellkinder diesen Versuch immer wieder unternehmen. Sie werden immer wieder auf Mama zugehen. Sie werden somit auch immer wieder in die Überforderung gehen, weil das ihr Muster ist, weil sie nichts anderes gelernt haben. Das könnte aber auch im Alter dazu führen, dass du an Menschen,
denen es nicht gut geht, nicht vorbeikommst. Deine Zellkinder werden dann automatisch anspringen und du hast dann dieses Gefühl, ihr helfen zu müssen. So kann sich ein Helfersyndrom herausbilden. Dieses Muster findet man oft bei Menschen, die in Heilberufen tätig sind. Wenn du dieses Muster in dir trägst, so hast du aus deiner göttlichen Sicht geschickt gewählt. Denn genau dieser Umstand führt dich ja letztendlich auf den Weg des Helfens, des Heilens, wenn auch erstmal mit der Erfahrung der Überforderung und Überlastung. Wenn das nicht aufgelöst wird, so kann es sein, dass dich das dann als Arzt, Heilerin, Therapeut oder Pflegekraft, wie auch immer, an den Rand der Erschöpfung führt. Wenn du so viel für andere Menschen tust und über das Ziel hinausschießt, dann landest du sehr leicht im Burnout. Erkenne hier diese Zusammenhänge. Hier ist ein Muster entstanden, was dir im Seelenplan für deinen späteren Weg dienlich sein soll, genau diese Erfahrungen machen zu können. Im unerlösten Zustand wird dieses Reaktionsmuster dich immer wieder an den Rand der Verzweiflung führen. Folgen sind dann Resignation und Verärgerung. Aus deinem vielleicht ehemaligen Traumberuf wird ein Albtraum mit Fluchttendenz. Dieses Muster hält viele Missverständnisse bereit. Man muss sich nur vorstellen, man ist mit diesem Muster ausgestattet und ist sich dessen nicht bewusst. Und man versucht zu helfen, wo man nur helfen kann. Und überfordert sich selbst regelmäßig dabei. Viele Beziehungen beinhalten ein solches Muster. Sei es im Mann oder in der Frau. Und dass hier Schwierigkeiten und Probleme vorprogrammiert sind, kann man sich schon gut vorstellen. So gibt es für jeden Geber immer auch Nehmer, die das gerne ausnutzen. Derjenige, der gibt, der merkt das erstmal gar nicht. Und derjenige, der nimmt, merkt es auch nicht, weil es sein Wesen ist. Und wenn du hier deiner Fantasie ein wenig Raum gibst, dann kannst du dir vorstellen, wie viele Beziehungen in dieser Welt durch dieses Muster geprägt sind. Sie versuchen zu überleben. Sobald die Person, die immer gibt, ihr Muster erkennt und auflöst, kommt es zu einer Veränderung in der Beziehung. Entweder kann der Nehmende sich dann anpassen, oder aber es wird auseinandergehen. Wie du weißt, ist alles ja schon im Seelenplan vorgesehen
und die Zellkinder spielen hervorragend ihre Dramen. Somit ist es auch gar nicht tragisch, weil es deinem Schöpferbewusstsein ja genau die Erfahrungen ermöglicht, die es sich ausgesucht hat. Beziehungen kommen, Beziehungen gehen. Und wenn wir das gelassen aus geistiger Sicht betrachten, Beziehungen nicht so eng schnüren, so wie bis dass der Tod uns scheidet, sondern hier Bewegung sein darf, verlieren die Dramen ihr Gewicht. Veränderung darf sein und ist auf deinem Erfahrungsweg erwünscht. Sich vorzustellen, dass diese Welt für deinen göttlichen Geist so viele Möglichkeiten und Erfahrungen bietet, lässt die Schlussfolgerung zu, dass Beziehungen nicht ein Leben lang halten müssen. Gerade Beziehungen sind ein unermessliches Erfahrungsfeld. Die neue Zeitqualität, die Veränderungen in Lichtgeschwindigkeit ermöglicht, erlaubt es auch zu verstehen, dass man mit einem Partner, mit einer Partnerin in einem Leben gar nicht alle Erfahrungen machen kann, die du dir mehr der Liebe vorgenommen hast und die hier im Körper an Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Liebe Seele, erinnere dich, du hast das doch alles mit den anderen so abgesprochen. So wurde doch schon die voraussichtliche Trennung, die Verletzung mit all ihren Folgeerscheinungen angenommen. Was nicht ausschließt, dass du mit jemandem zusammenkommst oder bereits bist, der in sich selbst auch so wandlungsfähig ist, somit auch die eigenen Muster der Zellkinder erkennt, sie ebenfalls aus ihrem Irrtum erlöst. Und wie wundervoll, wenn beide Partner in der Lage sind, ihre Programme zu erkennen, ihre Zellkinder erlösen und sie sich dann im erwachten Bewusstsein begegnen. Das sind die wahren Beziehungen der Zukunft. Liebe Seele, du siehst, wie vielfältig deine Entwicklung sein kann. Und oft wissen wir ja gar nicht, wer oder was uns geprägt hat. Wir reagieren aus unseren Zellerinnerungen heraus. Aber versuche dir einmal für einen Augenblick Folgendes vorzustellen. Alle Programme in deinen Zellkindern sind erlöst. Und du gehst liebevoll mit dir um. Deine Zellkinder haben keine Angst mehr vor dem Leben. Und sie fühlen sich von deiner Liebe genährt und sicher. Dann suchen sie Liebe und Anerkennung nicht mehr im Außen. Wie schön kann das Leben nun werden, wenn sich erlöste Seelen finden, um neue Gemeinschaften zu bilden. Da ist dann ein anderer Umgang miteinander und nicht mehr ein Zurückweichen, nicht mehr die Unsicherheit, sich nicht entscheiden zu können. Man geht auch nicht aus falschen Motiven aufeinander zu, in dem Druck,
helfen zu müssen. Nein, losgelöst von all diesen ganzen Programmen bist du erwacht und schaust in diese Welt. Du schaust auf all die Menschen und du weißt, das sind alles Götter, die mit ihren Zellkindern noch Probleme haben. Da deren Programme noch so viel Macht haben, haben wir ja diese Spaltung in dieser Welt. Die Zellkinder verursachen auch ein großes Drama in dieser Welt. Wenn sie noch das Feld beherrschen und das Göttliche sich in ihnen nicht entfalten kann, dann erscheinen sie einem wie seelenlose Hüllen, ohne Mitgefühl und Empathie. Dies sind jedoch nur Projektionen. In Wahrheit sind die Erwachten in der Macht, alles zu verändern. Sie können ihre Möglichkeiten ausschöpfen, sodass noch mehr aufwachen. Stelle dir vor, du stehst gerade noch einmal vor Mama. Du hast dich erinnert an deinen Ursprung. Du weißt, du bist Gott. Du bist reine Liebe. Und du begegnest ihr aus reiner Liebe, dann berührst du ihre Seele. Und nun stelle dir vor, deine Kraft, deine Liebeskraft ist so groß, dass du allein durch deine Präsenz in der Lage bist, die Illusion, die noch auf Mama liegt, aufzulösen. Ich sage dir, dann heilst du so, wie Jesus geheilt hat. Jesus, der Heiler, wurde auch der Erlöser genannt. Und nun stell dir vor, wenn du vor Mama stehst und es dir möglich ist, dich in deiner ganzen göttlichen Präsenz, aus deinem Ursprung heraus, aus dieser Liebe heraus zu zeigen, dann erlöst du Mama aus der Illusion ihrer Rolle dir gegenüber. Dann raubst du ihr die Illusion von Schuld. Sie fühlt sich dir gegenüber nicht mehr schuldig. Und du raubst ihr auch die Illusion, sie wäre als Mutter nicht gut genug. Du raubst ihr auch die Illusion, sie wäre vielleicht nicht liebenswert genug. Das alles löst sich alleine durch deine Präsenz, durch diese starke Liebeskraft, die du ausstrahlst, auf. Und das macht dich zum wahren Heiler. Das macht dich zur wahren Heilerin. Und das kannst du auf jeden anderen Menschen übertragen. Stelle dir vor, du begegnest einem Mann oder einer Frau. Vielleicht ist er oder sie depressiv, hat schon gesundheitliche Probleme, wirkt niedergeschlagen. Und jetzt stehst du vor diesem Menschen mit einer wunderbaren Ausstrahlung, mit einem Charisma wie Jesus.
Und deine Strahlkraft ist pures Licht und Liebe. Und dein Licht durchdringt den Körper dieses Menschen, dringt vor bis in das Zellwasser und erreicht dessen Zellkinder. Und jetzt benutze deine Fantasie. Was geschieht mit den Zellkindern dieses Menschen, wenn sie deine Liebe spüren? Ja, sie sind vielleicht vorher durch Lebensumstände verängstigt worden, haben sich reflektorisch zusammengezogen. Liebe Seele, du weißt, was passiert, wenn dieser Zustand zu lange andauert und diese Stresshormone ausgeschüttet werden. Der ganze Körper sich mehr und mehr zusammenzieht und sich hieraus Depressionen und Krankheiten entwickeln. Aber was geschieht in deiner Gegenwart? Wenn allein durch deine Präsenz, dein Licht und deine Liebe die Zellkinder des anderen erreicht und sie können aus der Angst gehen. Sie fühlen sich wohl, sie fühlen sich angenommen. Da ist keine Bedrohung mehr. Dann machen sie auf, dann entspannen sie sich. Und was geschieht im Körper dieses Menschen, wenn die Anspannung geht, wenn die Energie wieder fließt, wenn seine eigene göttliche Kraft wieder fließt bis in jede einzelne Zelle? Dann erfolgt möglicherweise eine Spontanheilung. Dann erkennst du in dir den Heiler, die Heilerin. Es ist so einfach. Wenn du das Gefühl hast, dass du mit irgendeinem Menschen noch ins Reine kommen möchtest, nehmen wir als Beispiel Mama oder Papa oder gleich beide. Stelle dir vor, du bist vollends erwacht. Deine Zellkinder strahlen. Sie haben keine Angst mehr. Sie haben absolutes Urvertrauen. Nun erinnere dich. Aus geistiger Sicht hättest du dir auch die Eltern aus den Beverly Hills aussuchen können. Dann hättest du alles gehabt. Ein wunderschönes Anwesen mit Pool, eine großartige Nanny und jeden Tag Liebe und Aufmerksamkeit pur um dich herum. Dann hätten sich diese Irritationen auf deinen Zellkindern gar nicht entwickelt. Aber diese Eltern wolltest du ja nicht. Du wolltest ja genau diese Mama und genau diesen Papa, weil du aus geistiger Sicht erkennen konntest, dass genau sie, einfach weil sie so sind, wie sie sind, dazu prädestiniert sind, deine Zellkinder in die Illusion zu führen. So konnte sich ein Persönlichkeitsselbst entwickeln, was in der Lage ist, all diese Erfahrungen zu machen, die du dir als Gott in den Lichtreichen vorgenommen hast. Und so hast du dir aus geistiger Sicht gesehen, denke logisch.
die besten Eltern ausgesucht, die du nur hättest aussuchen können. Nun gehe jetzt mal in diesem Bewusstsein auf deine Eltern zu. Da wir im ersten Teil im Alter von 5 Jahren geistig das Türspaltexperiment erfolgreich vollzogen haben, trägst du gefühlsmäßig eine neue Vergangenheit in dir. In der Erinnerung daran haben Mama und Papa dich jeden Tag in den Arm genommen. Und erinnere dich auch daran, du hast sie im Alter von 5 Jahren geheilt. Du hast sie aus der Illusion ihrer Rollen, die sie für dich gespielt haben, erlöst. Wenn diese Eltern, die jetzt vor dir stehen, sich dessen nicht bewusst sind, so ist es dennoch bereits energetisch geschehen. Und so gehe jetzt auf sie zu, nehme sie in den Arm, drücke sie ganz herzlich und sage: Liebe Mama, lieber Papa, ihr seid die besten Eltern, die ich mir für dieses Leben auch nur hätte aussuchen können. Und ihr habt an mir aber auch alles richtig gemacht. Du weißt in diesem Augenblick, dass du aus geistiger Sicht die Wahrheit sprichst. Es ist so. Und wenn hier kein Zweifel mitkommt und du das in einer Überzeugung sagen und auch vermitteln kannst, dann kann es geschehen. Du nimmst ihnen alle Schuldgefühle und jedes schlechte Gewissen. Sie haben ja gar nichts falsch gemacht. Und somit müssen sie ja gar kein Schuldgefühl haben. Sie spielen doch nur ihre Rolle. Erinnere dich. Das Verhalten deiner Zellkinder hat das alles ursprünglich bei den Eltern ausgelöst. Schau noch einmal von der Hollywood-Schaukel auf deine Zellkinder. Identifiziere dich jetzt nicht mit ihnen, damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, du hättest was falsch gemacht. Nein, deine Zellkinder haben das verursacht. Sie haben das Drama erzeugt. Und das in Absprache mit deiner Seele und den Seelen von Papa und Mama. Niemand hat was falsch gemacht. Wenn du ihnen so gegenüberstehst, dann erlöst du die Zellkinder deiner Eltern aus dem Drama, was deine Zellkinder ausgelöst haben. Nun stelle dir vor, deine Eltern nehmen das jetzt an. Sie fühlen, dass du es wirklich ernst meinst. Und dann schaue ihnen in die Augen. Schaue in diese erlösten Augen und spüre nach. Was macht das gerade mit dir? Wenn du fein hinfühlst, merkst du, wie du gerade erlöst wirst. Du erlöst dich gerade selbst. Und das ist ganz wunderbar. Diese Erkenntnis ist gerade sehr tiefgründig, denn sie lässt dich etwas spüren, was nur erwachten Seelen möglich ist.
Halten wir hier also fest. Wenn du einem Menschen begegnest, der in dir Emotionen auslöst, dann habt ihr eine Geschichte miteinander. Es verwirrt dich, weil du die Situation nicht zuordnen kannst. Und nun stelle dir vor, du gehst genauso lichtvoll auf diese Person zu, wie gerade bei Mama und Papa, bei denen du es ja erfolgreich angewendet hast. Nun stelle dir vor, du begegnest einem wildfremden Menschen. Du durchdringst ihn mit deiner bedingungslosen göttlichen Liebe und sendest ihm einen Seelengruß. Schön, dass du in mein Leben getreten bist. Du bist genau richtig hier. Du machst alles richtig. Und du hast auch alles in der Vergangenheit richtig gemacht. Dann wird deine Liebeskraft bei ihm genau das Gleiche auslösen, wie bei Papa und Mama. Beobachte mal in deiner Vorstellung seine Zellkinder. Fühlen sie hier eine Bedrohung? Ängstigen sie sich gerade vor dir? Nein, sie entspannen sich und werden durchlässig. Heilung beginnt. Wenn der Mensch die Zusammenhänge auch gar nicht versteht, er wird sich dir gegenüber öffnen, sich gut und angenommen fühlen. Ja, fühlt sich lebendiger. Er geht ins Vertrauen und die Energien zwischen euch beiden verändern sich. Und so, wie du in seinen Augen spürst, wie er sanft wird, liebenswert wird und die Anspannung, die vielleicht da war, ausgelöst durch ein Ereignis aus einem anderen Leben, wie auch immer, ist weg. Du hast ihm die Tür geöffnet, indem du ihn freigesprochen hast von jeglicher Schuld, einer unbewussten Vergangenheit. Und in dem Moment, wo er sich wohlfühlt und du in seine strahlenden Augen siehst, erlöst du dich ebenfalls aus diesem Thema. Und so ist dies ein wunderbarer Weg, sich aus allen karmischen Bindungen zu erlösen. Bleiben wir noch einen Augenblick bei den Eltern. Du stehst ihnen immer noch gegenüber und nun sprichst du zu ihnen und sagst: Liebe Eltern, jetzt habe ich das Leben verstanden. Jetzt weiß ich, warum wir alle hier sind. Wir sind nur hier, um Erfahrungen zu machen. Und nur deswegen. Ich erinnere mich wieder. Der einzige Grund, warum ich mich entschieden habe, die Lichtreiche zu verlassen, liegt darin, dass ich hier auf Erden im Körper all das erfahren und erleben kann, erfühlen und erspüren kann, was mir in den Lichtreichen ohne Körper als Resonanzsystem nicht möglich war. Ich konnte all das, was ich schon war, nicht spüren. Und wenn wir akzeptieren können, dass wir diese Erfahrungen aus göttlicher Sicht selbst gewählt haben, dann sind diese Erfahrungen und alles, was damit im Zusammenhang steht, gar nicht das Problem.
Liebe Eltern, das Problem sind die Bewertungen, die die Menschen darauf legen. Und so ist das Bewerten, Messen, Vergleichen und Richten wie ein Gift in dieser Welt. Und dieses Gift hält die Menschen in der Illusion ihrer Zellkinder gefangen. Und solange ein Mensch noch nicht erwacht ist und aus der wahren Liebe handeln kann, läuft er immer wieder Gefahr, sich durch Bewertungen und durch dieses Richten und Vergleichen selbst zu vergiften und andere mit. Liebe Eltern, ich bin klug. Ich steige da jetzt aus. Das Leben hat mir ein wundervolles Geschenk gemacht. Ich habe erleben dürfen, wenn ich aus meiner göttlichen Sicht heraus, aus meinem göttlichen Bewusstsein, aus meiner göttlichen Liebe heraus einem anderen Menschen begegne, dann kann ich ihn heilen. Aber wenn ich nicht aufpasse, wenn ich nicht achtsam bin, wenn ich mich in dieser Welt verliere, mich selbst vergifte, andere vergifte oder mich vergiften lasse, dann falle ich aus meinem göttlichen Bewusstsein wieder raus. Dann bin ich wieder vergiftet, dann bin ich wieder in Hollywood, dann bin ich wieder in dieser Gesellschaft gefangen. Das Schlimmste ist, wenn ich mich dann wieder selbst in Frage stelle. Dann bin ich wieder in diesem gesellschaftlichen Denken gefangen. Und dann macht es große Mühe, da wieder rauszukommen. Aber wie schön ist diese Vorstellung, den Menschen hiermit dienen zu können, sie aus der Illusion zu erlösen und sie damit zu heilen. Liebe Seele, berührt dich diese Möglichkeit? Spürst du hier eine Sehnsucht? So auch die Vorstellung, vollkommen angstfrei zu werden? Losgelöst von den Meinungen unserer Gesellschaft, endlich deine innere Kraft freisetzen zu können? Um endlich dein Leben selbst gestalten zu können und deine Träume zu verwirklichen? Und das mit der Liebe und Intuition deiner Mutter, ausgestattet, sowie der Durchsetzungskraft und dem Selbstbewusstsein deines Vaters. Dann kannst du dein eigenes Leben gestalten. Und das vollkommen wertfrei, neutral, unberührbar. Vielleicht fühlst du dich dazu berufen, in dieser Welt als Heilerin, als Heiler zu arbeiten und eine christlich-joviale Generation mitzugestalten. Spätestens in diesem Moment kannst du spüren und erkennen, ob du diesen Weg gehen möchtest. Wenn du all das berücksichtigst, was du gehört hast, dann ist dieser Weg von dir schon beschritten worden. Dann bist du geistig schon angekommen. Dann gehe diesen Weg unerschrocken im tiefen Vertrauen.
Ich bin bereits alles. Ich weiß bereits alles. Ich bin es bereits. Ich muss nichts mehr suchen. Ich muss nirgends mehr ankommen. Meine Suche endet hier. Ich bin aufgewacht. Liebe Seele, diese geistige Botschaft wird dir helfen, wach zu bleiben. Ich habe mich gesucht und nicht gefunden. Ich habe mich vergessen und fand mich wieder. Liebe Seele, sprechen wir über Mama als Ausdruck der weiblichen Urkraft. Erkenne, dass diese Energie der Mutter für die Intuition steht, für das Mitgefühl, auch für alles, was aus geistiger Sicht zu dir kommen möchte, dich erreichen, berühren möchte. Erinnere dich. Erkenne hier folgenden Zusammenhang. Wenn du zu deiner Mutter kein Urvertrauen aufbauen konntest, wird es dir schwer fallen, in das Leben zu vertrauen, weil du dir selbst nicht vertraust. Im erweiterten Sinn wird es dir schwer fallen, dich für die geistige Welt zu öffnen, weil das Urvertrauen fehlt. Dann wirst du dich schwer tun, den geistigen Botschaften Glauben zu schenken. Dann fehlt dir hier das nötige Selbstvertrauen. Mamas weibliche Energie steht für das Selbstvertrauen auf natürliche Weise zu empfangen. Darüber hinaus steht sie für die Wahrnehmungsfähigkeit, für das Einfühlen und für die Empathie. Und so stelle dir vor, du möchtest dich öffnen in der Meditation, der Kontemplation. Du möchtest dich öffnen für die geistigen Ebenen und dir fehlt hier das Urvertrauen. Wenn du hier spürst, dass der Zugang zum Geistigen für dich erschwert ist, dann ist es hilfreich zu schauen, welche Programme liegen auf deinen Zellkindern. Erinnere dich, dann bist du noch mit ihnen identifiziert. Dann gilt es, diese Illusion aufzulösen, damit der Weg für dich frei wird, mit der geistigen Welt zu kommunizieren. Und so schauen wir uns den Vater an, die väterliche Energie, die vom Kind nur dann genommen werden kann, wenn das Kind sich sicher fühlt. In einer liebevollen Umarmung, in einer Zuneigung, in einer Zuwendung, damit sich im Kind, in den Zellkindern, die Widerstände auflösen. Die Abwehr, die Angst vom Vater, auch die Angst vom Vater abgelehnt zu werden,
zurückgewiesen zu werden. Und wenn es hier zu einer liebevollen Umarmung kommt und spürbar wird, wie die Kraft des Vaters in der erlösten Form dich durchdringt, dann bringt diese Kraft etwas mit, was dir zu eigen werden kann. Dann wirst du selbst zu dieser Kraft. Und diese Kraft brauchst du, wenn du in die Welt gehst. Denn mit dieser Kraft wirst du dich dann durchsetzen können, Entscheidungen treffen können, dich erfolgreich abgrenzen können und in jedem Augenblick auch authentisch zu dir selbst stehen können. Komme, was wolle. Aber wenn diese Kraft vom Vater nicht genügend oder vielleicht gar nicht mitkommt und diese Kraft fehlt, dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit auf Reserve laufen. Vielleicht wirst du ein ewig Suchender, eine ewig Suchende, ohne genau sagen zu können, was du eigentlich suchst. Und du arbeitest, du machst und tust den lieben langen Tag, aber es reicht dir nicht. Du wirst gar nicht fertig und verlierst dich in Nebensächlichkeiten, die dich jedoch nicht wirklich weiterbringen. So ist es möglich, dass du dich irgendwann in einer Beweisnot wiederfindest, geplagt von einem inneren Leistungsdruck. Und egal, was du anfängst, es kann dich nicht wirklich innerlich zufriedenstellen, weil symbolisch gesehen der Vater am Ende des Weges nicht mit geöffneten Armen dasteht, dich liebevoll in Empfang nehmen wird, um dir zu sagen, das hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Hier liegt eine Illusion auf deinen Zellkindern. Liebe Seele, erinnere dich an den Augenblick, als sie durch den Türspalt geschaut haben. Die Eindrücke, die hier zur Wirkung kamen, lösten eine Irritation und damit ein Drama aus. Wenn du also keinen Erfolg hast, dir dein Leben zur Last wird, erlöse deine Zellkinder aus dem Vaterthema. Deine verborgene Macht im Christusbewusstsein. Liebe Seele, deine Reise geht weiter, immer weiter, bis du wieder ganz in deinen wahren Ursprung zurückgekehrt bist. Du hast schon eine lange Reise hinter dir. Dein Weg in die Dunkelheit, ins Vergessen, liegt schon lange hinter dir. Nun bist du auf der Heimreise. Vieles erreicht dich und lässt dich erinnern, aufwachen und erkennen, wer du in Wahrheit bist, schon immer warst und unvergänglich auf ewig sein wirst. Reines Bewusstsein. Es mag dir manchmal vorkommen wie ein Sehnen, ja wie ein Brennen in deinem Herzen. Und vielleicht hast du dich gefragt, wie lange denn noch? Wann ist das alles hier endlich mal zu Ende? Was kommt nach meinem Erwachen? Die Welt sprach von der Apokalypse.
Apokalypse bedeutet auch aufdecken. So kommt alles ans Licht. Nichts bleibt verborgen. Kommt nach oben, wird sichtbar. Und es geschieht vor deinen Augen im Außen, aber du fühlst es auch in dir. Es sind die Schatten in dir. Nun weißt du schon, was ich damit meine. Es sind unerlöste Programme, die du von Leben zu Leben so lange mit dir rumschleppst, bis du sie erlöst hast. Erinnere dich. Es sind nur Erfahrungsprogramme, die durchlaufen werden. Was sie zum Problem machen, sind die kleinen oder großen Urteile, die du selbst darüber fällst. Dieser Umstand hat dich in der Welt der Erfahrungen und Erscheinungen lange Zeit daran gehindert, aufzuwachen. So erklären sich karmische Abläufe. Sie sind keine Strafe. Wie denn auch? Du hast doch niemals etwas falsch gemacht. Und du weißt, es gibt doch keine Schuld. Es ist das Bewerten, das Messen, das Vergleichen und Richten, was wie ein Gift wirkt und die Seelen am Aufwachen hindert. So ist es für dich auch leicht nachvollziehbar, womit man dieses Vergiften fördern kann. Will man verhindern, dass du aufwachst und dich als eigener Schöpfer, als eigene Schöpferin erkennst, dann muss man deine Zellkinder nur an ihrer Schwachstelle treffen. Du erinnerst dich? Deine Zellkinder sind von Natur aus auf ihr Überleben ausgerichtet. Sobald dies erfolgreich erschüttert wird, erzeugen sie ihre Dramen und verlieren sich in ihren selbst erzeugten Illusionen. Und so gibt es auch den großen Türspalt in die Welt, den wir uns zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer ansehen werden. Und hier geht es dann um die kollektive Angst. Die Welt sprach auch vom Ende des Maya-Kalenders. Maya bedeutet auch Illusionen. So verstehe, liebe Seele, worum es zukünftig geht. Es geht um so viel mehr als um deinen physischen Körper mit seinen Billionen von Zellkindern. Es geht um das wahre, geistige Leben. Du bereitest dich mit deiner Seele bereits darauf vor, indem du alle Zellprogramme erlöst. Dieses Erdenleben hält die Eintrittskarte für den nächsten Entwicklungsschritt deiner Seele bereit. Dein Status heute? Du bist dir der Macht deiner göttlichen Liebe bewusst geworden. Du lebst dieses Bewusstsein und setzt es ohne abzufallen ein. Du bist immun gegen das Gift dieser Welt geworden. Auf deinem Ticket steht Christusbewusstsein erlangt. Liebe Seele, bist du bereit für den nächsten Schritt?